Moin Leute, willkommen hier zurück zu The Walking Dead Survivors und heute mit einem besonderen Video. Und zwar habe ich den Entwicklern 8 Fragen gestellt. Ich habe die Antworten bekommen. Erstmal schöne Grüße gehen raus an das Entwicklerteam, dass sie mir die Chance gegeben haben, Fragen zu stellen und diese natürlich auch beantwortet wurden. Wir gehen in diesem Video die Fragen und die Antworten durch. Ihr könnt gerne was in die Kommentare dalassen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Frage vergessen hätte, in euren Augen, gibt Feedback. Vielleicht lesen die Devs das ja, was ich natürlich glaube. Und ich würde mal vorschlagen, wir gehen auch gleich mal rein in die erste Frage. Und zwar wollte ich wissen, was die überhaupt so machen den ganzen Tag. Erste Frage, wie sieht euer Alltag aus? Die Antwort ist, wir sind im Moment sehr beschäftigt. Das ganze Team ist wahnsinnig beschäftigt mit Unmengen von Dingen. Neue Inhalte entwerfen und erstellen, bestehende Inhalte optimieren, sich mit Online-Problemen befassen und noch einiges mehr. Also das Entwicklerteam ist nicht nur dafür da, Inhalte zu erschaffen, sondern auch zu optimieren, Bugfixes zu betreiben, Online-Probleme zu beheben. Also da gehört schon echt viel dazu und mein Respekt, und ich würde mal vorschlagen, wir gehen auch gleich mal zu der zweiten Frage. Nicht wann, aber wird es in Zukunft irgendwann mal T11-Truppen geben? Die Antwort ist, wir haben derzeit keine Pläne für T11, um nicht zu viel Druck auf die Spieler auszuüben und um eine große Lücke zwischen den Spielern zu verhindern. Okay, also T10-Truppen gibt es ja schon seit Beginn des Spiels. Einige Spieler, die schreiben mir einfach, Sultai, kannst du mal ein Interview machen mit den Entwicklern, was ist mit den T11-Truppen, wann gibt es die? Und hier haben wir die Antwort, also es wird in naher Zukunft keine T11-Truppen geben. Okay, dritte Frage. Wird es eine weitere Zusammenarbeit, ähnlich wie der von Lara Croft, geben? Sie haben geantwortet, wir haben im Moment keine Pläne. Okay, hätte ich cool gefunden, ja, mal eine Collaboration zu haben, aber die sind nicht in Planung und von daher kommen wir auch gleich mal zur vierten Frage. Wird es weitere Rathausebenen, zum Beispiel 25 bis 30 geben, oder gibt es aktuell Pläne dafür? Sie haben geantwortet, auch dafür haben wir derzeit keine Pläne. Also es wird keine T11-Truppen geben, es wird kein Rathaus 25 bis 30 geben. Da müssen wir uns bestimmt noch ein bisschen gedulden. Ja? Und die fünfte Frage ist, und das hat mich brennend interessiert, wird es bald neue Survivor-Helden geben? Sie haben geantwortet, und das hat mich echt überrascht. Wir arbeiten an einer neuen Gruppe von Überlebenden, also bleibt dran. Ja gut, also bin ich der Meinung, dass es demnächst, also in Zukunft oder in naher Zukunft, neue Helden geben wird. Ich bin sehr gespannt, wer das sein könnte. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, wen ihr glaubt, bringt die neu ins Spiel mit rein. Und wird es so ein Survivor geben, ähnlich wie bei Ezekiel? Na? Wir wissen es nicht. Okay, sechste Frage. Bekommen wir neben Tildy by the Ants in Survive at War eine neue Veranstaltung? Deren Antwort war, ja, wir befinden uns in der Entwurfphase, aber es wird nicht so schnell veröffentlicht, da die Erstellung von Schlachtfeld-Gameplay schwierig sein kann. Wir möchten sicherstellen, dass jedes neue Schlachtfeld seine eigenen einzigartigen Funktionen hat. Okay, das ist richtig. Ne, wäre ja auch doof, wenn jedes Event die gleichen Gegebenheiten hätte. Ja, das wäre nicht so gut und von daher sollen sie sich ruhig Zeit lassen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ihr hoffentlich auch. Und wir kommen zu der 7. Frage. Wird Lions v Cross bald ein Update bekommen? Die Entwickler haben geschrieben, wir erwägen Lions v Cross auf saisonaler Serverbasis durchzuführen und beispielsweise zwischen Season-Karten zu konkurrieren. Aber der Mechanismus ist ziemlich komplex und das Design ist noch nicht fertig. Okay, also wird Lions v Cross irgendwann ein Update erhalten. Wie das Ganze aussieht, könnt ihr aus der Antwort herauslesen. Da bin ich auch gespannt, weil Lions v Cross war bis jetzt immer so, du gehst rein, holst deine 10 Millionen Punkte und bist wieder raus. Damals, wo sie Lions v Cross eingeführt haben in das Spiel, war das richtig ein harter Kampf. Ja? Jeder wollte unbedingt die Belohnung haben, jeder hat gekämpft, aber heutzutage ja, ist das halt nur noch eine kleine Veranstaltung, um die Belohnungen zu erhalten, die es dort gibt. Kommen wir zur 8. Frage. Haben Sie etwas für die Hunde geplant? Die Entwickler haben geschrieben, wir haben Pläne, aber wir werden bestehende Regeln nicht ändern. Wir könnten etwas einfacheres Gameplay hinzufügen. Okay, da bin ich sehr gespannt, weil die Hunde, das ist eigentlich so mein Thema gewesen. Habe viele Videos darüber erstellt und dann ist es eingeschlafen. Und wie gesagt, das sind die Fragen und die Antworten. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, was ihr für Fragen erwartet hättet. Ich weiß, es gibt dieses Matchmaking-Problem. Darauf wollte ich die Entwickler aber jetzt nicht ansprechen, weil die haben viel zu viel zu tun, aber ich denke mal, die werden von Season zu Season immer daran basteln. Und ich würde mal sagen, vielen Dank, dass ihr zugeguckt habt. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, bis dann, euer Sultai.